Im Druckladen des Gutenberg-Museums in Mainz wird noch von Hand gesetzt und gedruckt. Heute die Weihnachtsgeschichte. Christoph Sünder, der Werkstattleiter, holt alle Steckkästen der Schrift B36 hervor. Es ist die Schrift, die Johannes Gutenberg für seine 36-zeilige Bibel verwendete. Heute haben wir uns dazu entschieden, den Anfangstext der Weihnachtsgeschichte, also aus dem Lukasevangelium, zu drucken mit entsprechender Initiale. Das heißt, wir setzen heute den Text, die ersten Sätze, drucken den dann auf dem Büttenpapier und morgen wird dann die Initiale reingezeichnet. Für unseren Satz bestimmen wir jetzt erstmal die Zeilenbreite. Dann nehmen wir unser A3-Papier, lassen rechts und links einen Rand von ca. 5 bis 6 cm. Auf der einen Seite noch ein 3-4 cm dazu für die Initiale später und bestimmen dann an unserem Typometer die Zeilenbreite. Da kommen wir auf ca. 56 Cicero. So stellen wir dann unseren Winkelhaken ein. In dem Bleisatz, im Handsatz, rechnen wir natürlich immer nur in Punkt und Cicero. Daher die Umstellung von Zentimeter auf Cicero. So, jetzt geht's los. Das kleinste Maß im Handsatz ist der Punkt, genau 0,376 mm groß. Ein Cicero wiederum sind 12 Punkt, also ungefähr 4,5 mm. Die Lettern, die Christoph Sünder verwendet, sind neu, die Arbeitstechnik historisch. Meistens ist es einem wirklich bewusst, dass das historisch ist und man freut sich auch einfach, jeden einzelnen Buchstaben, also jede einzelne Letter in die Hand zu nehmen und wirklich Zeile für Zeile mit der Hand entstehen zu sehen. Bei den ersten 4 Zeilen lässt Christoph Sünder am Anfang Platz für die Initiale, die später gemalt werden soll, ein großes E. Der Text ist ja nicht unbekannt. Wir haben natürlich hier unser Manuskript, aber den Anfang mit "Es geschah aber in jenen Tagen", den kriegt man ja noch auswendig zusammen. Gesetzt wird im Winkelhaken, das sehen wir ja. Und ganz wichtig, man setzt immer auf dem Kopf, aber trotzdem von links nach rechts, also in Schreib- und Leserichtung, aber die Lettern stehen alle auf dem Kopf. So, jetzt ist unsere erste Zeile schon fertig, also mehr machen wir nicht mehr rein, ein bisschen Spiel brauchen wir immer und das füllen wir jetzt weiter auf mit dem Blindmaterial. Dann haben wir ein gewisses Blindmaterial zur Verfügung. Das heißt deshalb Blindmaterial, weil es einfach niedriger ist als die Lettern und nicht mitdruckt und wirklich nur zum Auffüllen der Zeile beziehungsweise in der Hauptsache natürlich dazu dient, die Wortabstände herzustellen. Das ist dann immer ein klein wenig Gepuzzle, aber die Zeile sollte am Schluss so fertig sein, dass wenn man sie kippt, dass sie dann nicht umfällt, aber immer noch zu kippen ist. Eine Arbeit, für die man ein ruhiges Händchen braucht und außerdem viel Geduld. Das bin ich zwar nicht unbedingt, ein geduldiger Mensch, aber es beruhigt die Arbeit. Ja, man muss schon ein bisschen sich die Zeit nehmen, das immer hier zu suchen. Jetzt wird wieder aufgefüllt. Jetzt haben wir die ersten 2 Zeilen fertig und heben die jetzt mit der Zeilenlinie raus. Da muss man sehr gut aufpassen, damit einem da nichts zusammenfällt. Der Mann auf der Schürze ist ja unser Konterfei vom Gutenberg, was wir hier selbst auf die Schürzen draufdrucken. Das war aber jetzt eher Zufall. Das bin nicht ich. Das ist wirklich nur der Gutenberg. Und ja, das wurde schon 1- oder zweimal bemerkt, dass ich dem ja ähnlich sehe. Ich sage dann immer gerne, das war Einstellungskriterium.
Die nächsten 2 Zeilen sind fertig. Wir heben sie wieder raus. Zeile um Zeile setzt Christoph Sünder. Insgesamt 17 Zeilen. Weil in, und der letzte Satz, die letzte Zeile ist, der Herberge kein Platz für sie war. Nach 2 Stunden kann Christoph Sünder die letzte Zeile umsetzen. Vom Winkelhaken aufs Satzschiff. Also die Platte, auf der die anderen Zeilen schon sind. So, geschafft. Jetzt müssen wir den Satz nur noch ausbinden. Erschöpft? Ja. Es ist, man muss sich doch sehr konzentrieren bei dieser Schrift. So, jetzt binden wir den Satz noch aus mit der Kolumnenschnur, damit man den hin und her schieben kann, also bewegen kann. Der würde ansonsten komplett auseinanderfallen wieder, wenn man den schieben würde. Einfach nur mit der Kolumnenschnur. Klemmt die Schnur hier vorne ein an der ersten Ecke und geht dann einfach in relativ festgezogenen Bahnen um den Satz rum. Der ist nicht so feste ausgebunden, dass man den Satz hochheben kann. Das dient lediglich zum Hin- und Herschieben des Satzes. So, und jetzt am Schluss machen wir hier so eine kleine Schlaufe, umfassen die mit der Ahle und führen die Schlaufe ganz unter den Reihen durch und ziehen sie unten wieder raus. Der häkeln kann, ist klar im Vorteil. Und ziehen das alles in die Ecke rein. Und somit ist der Satz jetzt fest ausgebunden und man kann ihn hin und her schieben. Christoph Sünder ist Druckermeister. Den ausgebundenen Satz will er auf einer Handabzugspresse drucken. Eine Correx, Typ Hannover, 1963 gebaut für Kleinauflagen und Korrekturabzüge von Zeitungsseiten. So, und jetzt können wir den ausgebundenen Satz bequem von unserem Schiff aufs Fundament der Handabzugspresse schieben. So, jetzt fangen wir an, die Form zu schließen. Die Form wird geschlossen mit diesen Stegen und den Schließern. Die muss jetzt hier fest in der Maschine sitzen, damit da nichts mehr hin und her wackeln kann. Und jetzt wird mit dem Schlüssel werden die Schließer zugedreht. Immer so gleichmäßig langsam über Kreuz. Und dann sollte sich jetzt hier nichts mehr bewegen. Hier kann man dann auch nichts mehr rausnehmen oder so. Und hier im Satz sollte jetzt keine Zeile mehr irgendwie wackeln oder genau irgendwie sich die Buchstaben bewegen. Dann machen wir jetzt die Farbe drauf. Zunächst mal auf den Tisch. Und dann verreiben wir die Farbe mit dieser
Handwalze. Die Farbe, die wir verwenden, das sind sogenannte Druckfarben, basieren auf einem Mineralöl-Firnis, also Mineralöl mit Harzen, mit einem Harzgemisch verkocht und dann eben das Pigment. Bei Schwarz ist es ein industrieller Ruß, bei den Buntfarben sind es chemische Pigmente, die beigesetzt werden. Damit kann ich die per Hand drehen, hole mir etwas Farbe, setze die hier auf und mache schon mal so eine Grundeinfärbung der Farbwalzen. So, dann färben wir jetzt die Form ein. Holen uns auch hier etwas Farbe noch vom Tisch für die Walzen. Und jetzt haben wir die Form eingefärbt. So, dann machen wir mal den ersten Abzug. Richten hier auf dem Tisch unser Papier aus mit der Seitenmarke. Dann haben wir hier so eine Skala, an der wir uns orientieren können. Diesen Zentimeter, die haben wir parallel hier unten auch. Und da haben wir so eine Orientierung und stellen die Seitenmarke so ein, dass wir den gewünschten Abstand von der Papierkante bis zum Druckrand bekommen. Drehen die wieder zu, legen das Papier an unsere Vordermarken an. So, dann gehen jetzt die Greifer zu mit diesem kleinen Hebel hier. Kann ich die zuschnappen lassen und die halten jetzt mein Papier fest. Und dann kann ich anfangen zu drucken. Und dann haben wir hier unseren ersten Abzug. Gut. So, dann gucken wir uns das Ganze mal an und stellen fest, da ist einfach zu wenig Farbe und noch etwas zu wenig Druck. Den Druck, wie gesagt, regulieren wir einfach, indem wir ein Papier hinten dran legen oder die Papierstärke hinten dran variieren. Dann lesen wir über das Ganze nochmal drüber, um zu gucken, ob da Fehler drin sind. So, das sieht ganz gut aus und dann fangen wir jetzt an mit den Korrekturen. Korrekturen, keine Fehler, sondern unvermeidliche Arbeitsschritte, die zum Drucken gehören. Dann nehmen wir jetzt noch ein bisschen Farbe. Oft braucht es sogar mehrere Korrekturen und Probeabzüge, bis der eigentliche Druckvorgang mit hochwertigem Papier starten kann. Walzen die wieder gut aus. In den meisten Fällen ist es dann so, da ist eine kleine Vorfreude und eine kleine Anspannung. Passt das jetzt so, wie ich es eingerichtet habe? Und dann freut man sich auch über das richtige Ergebnis. So, dann machen wir jetzt den ersten Abzug aufs Originalpapier. Ich lege wieder einen Bogen hinten dran, ein bisschen weniger als vorher, weil das Papier ist etwas dicker als unser Makulaturpapier. Jawohl, sehr gut. Hervorragend. Jetzt kontrolliere ich noch die Rückseite. Da kann ich gucken, ob sich die Lettern auf der Rückseite durchdrücken, wenn ich zu viel Druck genommen hätte. Das ist aber hier nicht der Fall. Sieht hervorragend aus, auch auf der Rückseite. Sehr gut. Der Druck muss trocknen, bevor er mit Initiale und Verzierungen illuminiert werden kann. Im Prinzip ist es ja nur ein einfacher Text, schwarz gedruckt auf weißem Papier, was man aus dem Drucker genauso rauslassen könnte. Aber er ist halt mit der Hand entstanden und das sieht man einfach. Ist mit der Hand gesetzt, per Hand gedruckt, alles ohne Strom. Das ist halt die Faszination hier einfach. So, Julia, hier ist das gute Stück. Viel Spaß bei der Initiale. Dankeschön.
Julia Bangert ist promovierte Buchwissenschaftlerin, Geschäftsführerin der Internationalen Gutenberg-Gesellschaft in Mainz und arbeitet seit fast 10 Jahren als freie Künstlerin, vor allem im Bereich der Illumination, also der Buchmalerei. Die heutige Illumination mit Initiale, Ranke und Blattgold ist ihr eigener Entwurf. Am Anfang steht immer die Vorzeichnung. Das ist eine Initiale vom Stil so der mittelalterlichen Buchmalerei, der gotischen Buchstaben. Das passt einfach sehr gut zu dieser gebrochenen Schrift. Und von dem E aus, dann läuft eben eine Ranke am linken Rand nach unten, damit das Ganze so ein schönes Gesamtbild gibt. Julia Bangerts Arbeitsutensilien sind kostbar, vor allem das Blattgold, das sie in der Dose verwahrt. Jetzt trage ich als allererstes den Goldgrund auf. Den habe ich schon vorbereitet. Der ist angemischt nach mittelalterlichen Rezepten. Hauptbestandteil ist Kreide. Man braucht etwas, woran das Gold richtig haftet. Und in dem Goldgrund ist unter anderem Zucker enthalten. Das heißt, wenn ich später, wenn er getrocknet ist, das Ganze anhauche, dann wird er klebrig und darauf haftet dann das Gold. Erst anhauchen und dann das Blattgold aufbringen. Grundsätzlich ist so eine Illumination immer gleich aufgebaut. Man macht immer erst die Grundfarbe, dann zeichnet man Schatten ein und dann kommen die Höhen, die Lichter. Und ich fange immer so an, dass ich erst von jeder Farbe die Grundfarbe aufmale und dann fange ich an mit den Verzierungen. Die Bezeichnung Illumination kommt aus dem Lateinischen und bedeutet in etwa Beleuchtung. Die Buchmalerei sollte Licht in die Seiten bringen, vor allem durch den Einsatz von Vergoldungen. Julia Bangert ist Autodidaktin. Als Studentin war sie von den fantasievollen Rankenwerken der mittelalterlichen Illuminatoren so fasziniert, dass sie selbst damit begann. Jetzt mache ich aber erstmal die Grundfarbe vom Blau. Ich könnte jetzt auch mit dem Rot weitermachen. Das ist nach Lust und Laune sozusagen. Julia Bangert verwendet deckende Farben, wie die Buchmaler früher. Sie nimmt Gouachefarben, die schneller trocknen als zum Beispiel Ölfarbe. Als freie Künstlerin bietet sie außerdem individuell und persönlich gestaltete Initialen an. Jetzt kommt der letzte Schritt, die Highlights.
Und schließlich folgt der allerletzte Arbeitsschritt, die Verzierungen mit schwarzer Farbe. Die Buchmaler früher haben das mit Tusche und Feder gemacht. Könnte ich auch, ich mache es allerdings der Reihenvollheit halber auch direkt mit dem Pinsel. Ich bin fertig. Das ist nach über einer Stunde schon sehr anstrengend irgendwann, ja. Weil man sich ja sehr konzentrieren muss und sehr viel Kontrolle im Pinsel halten muss. Die ganze Seite, finde ich, passt sehr gut zu Weihnachten. So die Schrift und diese Art der Buchmalerei, das hat ja auch so ein bisschen was Feierliches, Festliches. Und wenn man sich das jetzt vorstellt, so ein bisschen mit Kerzenschein beschienen, macht das doch auch eine schöne Stimmung. Ein handgesetzter Druck auf Büttenpapier mit farbenreicher Illumination und Blattgold. Ein prächtiger Rahmen für die Weihnachtsgeschichte. Handwerkskunst. Liken, teilen, abonnieren. Und als kleiner Tipp, jede Woche eine neue Folge.